deine Aufgabe hier in Kalt 1? Wie sieht dein Arbeitstag aus? Also ich bin Standortkoordinator hier in Kalt 1. Das heißt, ich bin das Bindeglied zwischen der Entwicklung in Ingolstadt und dem Standort hier. Das heißt, ich kümmere mich hier um die Fahrzeugplanung, um die Kapazitätsplanung, wann ist welches Fahrzeug für was hier eingeplant. Dann müssen natürlich die Fahrer entsprechend weitergebildet werden. Das heißt, müssen entsprechend Schulungen gemacht werden, weil die Fahrer immer mit Systemen unterwegs sind, die ja noch gar nicht auf dem Markt sind. Wichtig ist auch das Thema Geheimhaltung, weil entsprechend die Fahrzeuge ja jetzt auch nicht unbedingt schon für die Öffentlichkeit vorgesehen sind. Dazu kommt noch die ganze finanzielle Abwicklung. Das ist auf jeden Fall abwechslungsreich, oder? Das auf jeden Fall. Also mir macht es auch richtig Spaß, muss ich sagen. Vor allen Dingen, wenn ich dann auch mal vor Ort sein kann und dann selber mal an den Fahrzeugen sein kann, selber die Produkte erleben kann. Und das macht auf jeden Fall riesig Spaß. Wie bist du denn bei diesem Job gelandet? Ich habe nach dem Studium lange Zeit für ein Ingenieurbüro gearbeitet, habe das lange genug gemacht und habe mich dann umgesehen und habe einen sehr interessanten Job bei Audi gesehen und habe mich dann einfach auf der Karriereseite beworben und es hat geklappt und jetzt sitze ich hier mit dir im e-tron und fahre durch Schnee und Eis. Schnee und Eis. Was machst du denn dann heute noch? Musst du noch arbeiten? Ja, das muss ich. Es gibt noch einiges zu tun. Unter anderem ist ja auch wichtig, dass immer die Beanstandungsqualität stimmt. Das heißt, wenn unsere Fahrer dann tatsächlich mal einen Fehler finden, dann muss es natürlich auch dokumentiert werden. Dann müssen die Infos gesammelt werden, das muss dann an die Fachabteilung weitergegeben werden. Und damit die Qualität stimmt, bin ich unter anderem auch diese Woche hier und da muss ich mir noch einiges anschauen heute. Und abends gibt's Lachs oder Elch? Ich hoffe, euch gibt's Lachs. Ich hätte auch Lust auf Lachs. Was macht denn den Job für dich spannend? Der Job ist spannend, weil er vor allen Dingen super abwechslungsreich ist. Ich sitze normalerweise hier in Ingolstadt im Büro und mache so meinen Job am Computer. Und hier habe ich dann die Chance, direkt am Produkt, an unseren Fahrzeugen zu arbeiten und auch mal rauszukommen, hier die tolle Landschaft auch mal zu sehen. Und das ist echt super, das gefällt mir super gut und macht auch riesig viel Spaß. Wie beschäftigt ihr euch denn abends oder was macht ihr hier, wenn ihr nicht arbeitet? Ja, das ist tatsächlich ein bisschen komisch. Also wenn man in der Früh aufsteht, ist es dunkel. Wenn man dann abends wieder ins Hotel kommt, ist es auch dunkel. Aber sagen wir so, man kann sich dann ganz gut austauschen noch mit den Kollegen am Abend, trifft sich auf ein Bierchen dann an der Bar und dann lässt man den Abend da gemeinsam ausklingen. An welche Erlebnisse oder besonderen Ereignisse kannst du dich noch erinnern? Also vorletztes Mal, wie ich hier war, habe ich auch so eine Erprobungsfahrt gemacht wie hier und dann ist tatsächlich ein Elb von mir auf der Straße gelaufen und der wollte wohl einfach die Straße nicht verlassen und ist dann ein paar hundert Meter vor mir hergelaufen. Es war schon echt lustig. So ganz entspannt? Ja, er wurde dann schon ein bisschen schneller, als er mich bemerkt hat, aber hat ihn so weiter nicht gestört. Was ist denn für dich das Schönste hier oben? Das Schönste hier ist die Kombination aus der Erprobung, die wahnsinnig verantwortungsvoll oder wo du wahnsinnig Verantwortung hast auch und der Kombination mit der schönen Landschaft hier, den Leuten hier, dem Essen, also die Kombination ist fast unschlagbar hier. So Michi, jetzt sind wir fast wieder zurück auf dem Erprobungsgelände. Ja. Vielen lieben Dank, dass du mit uns eine Runde gedreht hast und uns einen Einblick gegeben hast in dein Arbeitsleben hier oben auf der Erprobungsspur. Ist total interessant zu hören, wie das Ganze hier abläuft. Ja, freut mich, dass es euch gefallen hat und dann sehen wir uns hoffentlich nächste Saison wieder. Ja, in Heiß 1 würde ich sagen. Auf jeden Fall. Dann alles Gute und wir fahren jetzt zurück und dann gibt's Essen. Ciao!